Hallo Bike- und Camper-Freunde. Willkommen auf dem Bike-Selbstbau-Kanal. In dieser Folge geht es um die Bauplanung des neuen Fahrradcampers. Die ersten Bauteile und Materialien sind schon da, die zeige ich euch dann gleich in diesem Video. Das Konzept des Fahrradwohnwagens baut auf dem bewährten Woty Zweiachser auf. Mit dem Fahrverhalten dieses Lastenanhängers bin ich sehr zufrieden. Den Link zum Video findest du in der Beschreibung. Aufgrund der guten Erfahrungen soll auch der neue Bike Camper wieder eine Doppelachse bekommen. Viele fragen sich, und mich, wie dieser Anhänger sich in Kurven verhält. Klar, so kurvenwillig wie ein Einachser ist er nicht. Das macht aber überhaupt nichts, solange man nicht wie ein Wilder um die Ecken brettert. Das Fahrverhalten ist gutmütig. Auf unbefestigten Wegen und Offroad sind 4 Auflagepunkte besser als 2. Mit 2,5 Zoll Breitreifen wird das Einsinken bei weichem Boden verringert. Trotz der 4 Räder wird sich der Rollwiderstand kaum erhöhen, da dieser neben dem Reifendruck vor allem von der Last pro Rad bestimmt wird. Der Anhänger ist absolut spurtreu. Der gerade Auslauf ist viel besser und das Fahrverhalten insgesamt deutlich stabiler und ruhiger als bei einem Einachser. Sollte der Anhänger doch mal im Grenzbereich fahren und ausbrechen wollen oder sich leicht schräg stellen, tritt sogar ein gewisser Eigenbremseffekt auf, der den Zweiachser wieder in die Spur zurückzieht. Doppelachse ist somit für mich erste Wahl für den Bike Camper. Auch weil dann der Fahrradwohnwagen auch ohne Zugfahrrad relativ eigenstabil steht. Nicht zuletzt kommt man im Pannenfall wahrscheinlich auch mit 3 oder nur 2 intakten Anhängerrädern immer noch an den Zielort. Also, der Plan für die Konstruktion ist: Erstens, der Aufbau des Wohnwagen-Fahrgestells mit Grundrahmen aus Stahl. Als Basis dienen 2 praxiserprobte Bausatzrahmen von Roland. Diese sind schon als Einachser bis weit über 100 Kilogramm belastbar. Die weitere Konstruktion des Fahrgestells wird vor allem aus 25 x 1,5 mm Vierkantstahl gefertigt. Das erlaubt mir den Eigenbau komplett ohne Schweißarbeiten und hat sich beim Woty-Anhänger seit Jahren sehr bewährt. Der Bike Camper bekommt eine Mitteltiefdeichsel. Da der Anhänger von verschiedenen Bikes und auch Lastenrädern gezogen werden soll, wird die Kupplungsbefestigung fahrradseitig wahrscheinlich nicht ganz so einfach. Die für das Projekt in Frage kommenden Kupplungen werde ich noch ausgiebig testen. Dazu wird es ein extra Video geben. Fakt ist bis jetzt, die Mini-Kugelkopf von Hebi wird es wohl nicht werden, die ist zu piepslich und hat vertikal zu wenig Spielraum. Die Weber macht einen sehr guten, soliden Eindruck.
Am Radkutsche-Lastenrad Musketier wird das Ganze mit der 60 mm Kugel gut funktionieren, da ist auch schon eine Kfz-Kupplung montiert. Am Multi-Charger soll hinten unten mittig eine Weber-Kupplung eingebaut werden. Da überlege ich noch, wie und wo man das am besten und dauerhaftesten mit dem Alurahmen des Bikes verbindet. Falls jemand von euch so eine tiefe Heckmittelkupplung am E-Bike schon mal realisiert hat, schreibt es doch bitte unten in die Kommentare. Ich bin da für jeden Tipp dankbar. Die Maße werden größer als bei vergleichbaren Anhängern. Wie etwa dem meiner Meinung nach prima Wohnwagen vom Camper Marco. Der Bike Camper wird ohne Deichsel etwa 2,50 Meter lang werden. Die Breite soll 100 und die Höhe im Innenraum mindestens 130 cm betragen. Die Gesamthöhe liegt dann ohne Dachfenster und Dachträger bei etwa 1,60 Meter. In Planung ist ein am Heck ausziehbarer zweiter großer Liegebereich. Bei einem Flächengewicht des laminierten Styrodurs von etwa 1,3 Kilogramm pro Quadratmeter wird der Wohnwagen damit 15 Kilo mehr auf die Waage bringen. Deshalb wird die Erweiterung nur montiert, wenn man zu zweit auf Tour geht. In der Solo-Variante soll die zweite Liegefläche durch eine Heckklappe mit Schnellspannern ersetzt werden. Die Herausforderung bei der Erweiterung wird die absolute Dichtheit werden. Es schwebt aber schon eine Idee zu den Wasserdichte-Fugen hier im Raum rum. Ich werde die Möglichkeiten erstmal an einem Modell testen und dann hier auf dem Kanal davon berichten. Damit das Ganze bei einer Höhe von 1,60 Meter nicht so kippelig wird, soll der Schwerpunkt durch eine unter Achshöhe liegende tiefe Bodenwanne abgesenkt werden. Der Plan ist, dort Akkus, Wasser und sonstiges schweres Zeug unterzubringen. Die Werkstatt wird langsam zu klein. 15 Quadratmeter Styrodur-Platten sind letzte Woche gekommen. Das Gewicht für alle Platten liegt bei etwa 10 Kilo ohne Beschichtung. Die Platten haben keinen Stufenfalz. Die Probeklebungen mit EPO an den Schmalseiten waren überzeugend. Hält bombenfest. Der Boden wird 80 mm, Wandflächen und Dach selbsttragend 20 und 30 mm stark. Jeweils aus Styrodur mit EPO und Glasmatte und/oder GFK-Gittergewebe beschichtet. Im Boden wird wahrscheinlich zusätzlich auch GFK-Gittermatte zwischen die Schichten laminiert. Dazu habe ich schon einige Teststücke laminiert. Ein Video mit den Ergebnissen und den Belastungstests folgt. Der Entwurf und die spätere Form des Campers ist etwas komplexer als ein eckiger Kasten mit schrägem Dach. Deshalb ist für mich die selbsttragende Styrodur-Bauweise erste Wahl. Das heikle Thema Bremsen. Eine Auflaufbremse halte ich bei dem zu erwartendem Gewicht von etwa 50 bis 60 Kilogramm für übertrieben. Geplant ist aber eine vom Zugfahrrad aus bedienbare Feststellbremse, mit der man im Notfall bergab auch während der Fahrt mitbremsen kann. Zur geplanten Elektroinstallation. Akku- und Ladetechnik für die 3 verschiedenen Zugfahrräder und der dazu nötigen Solarfläche bzw. eventuell sogar einer kleinen vertikalen Windturbine wird in einem extra Video vorgestellt. Da bin ich noch am Planen. Meine Überlegungen gehen zurzeit in Richtung Wechselrichter-Powerstation für die Einspur-Zugfahrräder. Eine Direktladung der 36 Volt Akkus mit MPPT Solar Buster wäre auch noch eine Überlegung wert. Mal sehen. Für das ebenfalls geplante XXL-Gespann mit dem Radkutsche-Lastenrad werde ich die auf diesem Rad schon vorhandene 1000 Wattstunden Solar-Power-Station zusätzlich nutzen. Dazu gibt es schon ein Video, für alle, die es interessiert, verlinke ich das unten in der Beschreibung. Mein großer Ansporn, ein Fahrradcamper-Projekt zu starten, sind die Freiräume.
Freiräume beim Bau und auf Tour. Ich sehe das absolut als lebensbereichernde Maßnahme. Das Fahrrad bietet wie kein anderes Verkehrsmittel die Möglichkeit, relativ legal an die abgelegensten und schönsten Orte mitten in der Natur zu gelangen. Letztes Jahr waren wir mehrere Tage per Bike unterwegs und haben dabei immer wild übernachtet. Es war einfach grandios und ist überhaupt nicht mit normalem Camping zu vergleichen. Wer schon mal auf Campingplätzen zwischen Luxus-Wohnmobilreihen einen Stellplatz hatte, weiß, wovon ich spreche. Natürlich reizt beim Bau auch die Herausforderung, Anspruch mit real möglichem Gewicht in Einklang zu bringen. Die Freiräume beim Selbstbau eines Bike-Campers finde ich jedenfalls enorm. Vergleichbar vielleicht mit dem Selbstbau eines Fahrrades oder E-Bikes. Fahrradtechnik ist doch einer der wenigen letzten Bereiche in diesem Land, die noch nicht hoffnungslos überreglementiert sind. Hoffen wir für uns alle, dass das noch lange Zeit so bleibt. In diesem Sinne, bis zur nächsten Folge, Fahrradwohnwagen selbst bauen, Teil 2. Grundrahmen, Deichsel, Tandemachse und Räder. Vielen Dank fürs Zuschauen. Du hast Anmerkungen oder Fragen? Dann schreib diese doch bitte in die Kommentare. Falls dir das Video gefallen hat, kannst du ja auch einen Daumen da lassen. Bis zum nächsten Mal.